Willkommen zu einem weiteren Mal einem Spiel von LucasArts zur Monkey Island 2 LeChuck's Revenge in der Special Edition. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, ich wollte eigentlich was anderes aufnehmen noch, aber der Download verbunden mit einem parallelen Upload war ein bisschen zu lang und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, doch Monkey Island 2 erst zu spielen. Ich glaube, ich muss den Ton ein bisschen leiser machen. So. Und Dialoge ein bisschen laut. So. Ich glaube, das müsste passen. Monkey Island 2 Special Edition. Das erste, was ich zeigen will, es gibt 12 Errungenschaften, 11 habe ich. Darunter ist eine Errungenschaft. Schließe das Ganze. Hier sind mehrere Sachen. Also, schließe das ganze Spiel ab in weniger als 3 Stunden ohne einen Hinweis. Oder auch mit weniger als 10 Hinweisen, okay. Classic-Modus wechseln, okay, meinetwegen. Ohne Hinweise. Ich habe das Spiel mit Audiokommentaren gespielt. Ich habe mir die Audiokommentare der Entwickler angehört, komplett. Und habe das Spiel trotzdem unter 3 Stunden durchgespielt. Das ist der Monkey Island Teil, den ich, glaube ich, am besten kenne. Deswegen, ihr mögt es mir nachsehen. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean. Scab Island. Ich finde es halt schön, dass es alles Vergangenheit ist. Bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Die Spaßbremsen. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Ja, das ist unsere erste Aufgabe von der Insel entkommen. Wegen des Lago-Embargos. Und das ist auch der erste Teil des Spiels. Also, wir überspringen im Let's Play die Audiokommentare. Komplett. Oops, excuse me. Out of my way, fancy pants. Mist, da wollte ich gar nicht lernen. On second thought, stop right there. You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. So. Wir wissen, also hat man gerade oben gesehen, unser Inventar ist voller Geld, deswegen hier, komm. Sure. Take my money. I don't want any trouble. Oh, there goes all my fun. Now I don't get to do this. Help! Please! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Ich will mal kurz was gucken. Steuerung. Modus umschalten ist F1. Okay, das haben sie leider geändert zwischen den Spielen. So sieht es eigentlich aus. Bisschen besser als Monkey Island 1, aber naja. So. Es gibt keine Polizei. Bitte. Not
Not in my new coat. Maybe I should cut you one out of cement. Whoa. Hey, you own it. This is my lucky knife. Ich... Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legrand. Lago Legrand, der ziemlich klein ist. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. So, genau, wir haben jetzt Lago kennengelernt. Lago hat ein Embargo erhoben, das ja er alles bestimmt und sonst niemand und niemand darf die Insel verlassen. Das ist so das große Problem. Das werden wir auch gleich mehr erfahren. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, ich wollte eigentlich auf das große Inventar hinweisen, dass wir so viel Geld haben, aber das ist weg. Ja. Ich dachte, ja, die Steuerung in Monkey Island 2 ist viel besser. No treasure hunting zone. Schatzsuche verboten. Na, das ist leider alles Englisch, ich weiß. Die Steuerung ist besser, weil ich die rechte Maustaste gedrückt halten kann und dann Aktion auswählen. Und Linksklick laufen ist klar. Wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir nehmen das Schild. I think I broke the sign. Und damit haben wir eine Schaufel. Guybrush ist ein bisschen gealtert und hat einen Bart bekommen. So, wir können jetzt ein bisschen erkunden gehen. Wir gehen mal zum Strand. Und man kann mit Doppelklick jetzt, glaube ich, immer schneller werden. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber hier, diese Pixel hier, Guybrush hat einen Bart. Hier hat er Stoppel, die sehen nicht so gut aus. Aber das ist eh das, was man am wenigsten haben will. In die Hütte und die Tür kommen wir noch nicht, die sind zu. Die wollte ich euch noch im Original zeigen. Der sieht irgendwie viel sinnvoller aus im Original, der schlechter. So finde ich den schlechter und den besser. Naja. Also wir hätten jetzt theoretisch auch schon das erste Achievement bekommen, wechseln in den Classic-Modus. Und dann gibt es einen Hotkey, um alle Objekte, mit denen Guybrush interagieren kann, sichtbar zu machen. Ach komm, wir gehen in die Stadt. Wir gehen nach Wutik. Es gibt einen Hotkey, um alle Objekte sichtbar zu machen. Die brauche ich nicht. Ganz klar. So, gehen wir mal direkt ins erste Haus. Ein Zimmermann. Ja. So. Die ersten beiden Antworten, okay, meinetwegen, die bringen wir bald. Ach ja, auch noch was viel besser ist Monkey Island 2 als in Monkey Island 1. Da, wo ich drauf war, da bin ich auch. Also die Spitze vom Mauszeiger ist tatsächlich der richtige Punkt. Das ist so schön. Hier, das muss man auf Englisch mal sehen. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Das ist ein englischer Zungenbrecher. Der hat im Deutschen, im Alten nie Sinn ergeben für mich, aber mit englischer Sprachausgabe ist das so How much gut. wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Das ist so gut, die Sprecher. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. Also ich finde interessant, dass die deutsche Übersetzung versucht, Sinn zu ergeben. Aber es einfach nichts bringt. Okay, Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. das war eine Beleidigung. What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? Oh, like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh, I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, wir können bisher nichts machen, weil wir kein Geld haben. Aber wir wissen jetzt, wir brauchen, oder die Leute wollen eine Voodoo-Puppe von Lago Legrand. The Bloody Lip Bar and Grill. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Ein Wochenlohn im Voraus, das können wir gebrauchen. Geld ist gut. Reden wir mal mit dem Barkeeper. Excuse me. Yeah, boy? Yeah, boy. How's business?
It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Ich bin hier. Marco's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. You there! Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Früher hieß das, nimm ein sauberes Glas. Ja, und er spuckt einfach in die Gegend. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Er vertreibt alle Gäste und dann will er noch Geld. Das ist so You krass. just gave him all your money? I don't want to talk about it. Okay. What is he using to clean those glasses? Seine Spucke. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. Shaken, not stirred. Da war Maybe eine like a Bond-Anspielung. Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Okay. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Kate. Rats. Of course, if you have some ID. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. So. Wir wissen jetzt aber, der Mann sucht ja noch Arbeit. Yeah, boy? Jemand, der arbeiten kann, so rum. I saw your sign outside. What's the job? Oh, yeah. I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning. But if things don't work out with him, I'll let you know. Nice place you have here. Well, see ya. So, interessanterweise, im Original gab es auch, warum sage ich immer interessanterweise? Im Original gab es einen Easy Mode, da hätte ich jetzt den Job schon gehabt. In diesem Spiel, also in der Special Edition, das ist immer der schwere Modus vom Original, in dem muss man erst einmal schaffen, den Koch zu vertreiben. Wir reden mal mit dem Kartenzeichner. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Oh Gott, mit Stimme ist das ja noch krasser. Ich hab's vergessen. Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Uh-huh. Excuse me. Yes? Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Höflich. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Der gibt im Deutschen auch keinen Sinn. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world. And there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. I'm sure they are. Well, goodbye. Okie dokie. Jo, wir nehmen aber mal ein bisschen Papier mit, wenn wir dürfen. Nein. Nice map. Yep. Ich wollte eigentlich nochmal mit Wally reden. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Näher als die meisten anderen. Thanks. Okay. I gotta go. Okie dokie. Ich habe jetzt einfach Papier genommen. Mittlere Maustaste. Benutze, betrachte. Wir haben Papier, das ist schon mal gut. So, und was wir jetzt wollen, ist das Monokel. Hey, where's my monocle? I can't see a thing without my monocle. So, und das Where ist... is that thing? Also, Wally ist leider einer der traurigsten Charaktere in der gesamten Monkey Island Serie. Der kriegt die ganze Zeit nur ab. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Okay, da muss ich erst... Okay, damit kann ich... Ne, hier kann ich tatsächlich noch nichts machen.
Ich kann jetzt mit dem reden und auch erfahren, ja, Lago Le Grand ist schlecht fürs Geschäft. Der ist der einzige Kunde, der hier wohnt und alle anderen dürfen nicht. Irgendwie sowas. Gehen wir mal hierher. Hier ist einer der coolsten Charaktere von Skep Island. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm mad, Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Das ist ein Wäscher. I've got a laundry type question. Shoot. Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Ja, das ist... I thought I wanted to talk to you, but I don't. Ja, Mad Mensch. So, und hier haben wir Männer ohne Moral. Ich schalte mal ins Original, dann erkennt man die besser. Die waren in Monkey Island 1 in der Stadt gesessen. Mit denen haben wir eigentlich nicht einmal geredet. So, wir brauchen 2 Sachen. Wir brauchen diesen Eimer. Hey, leave that alone. Gott, der sieht so schrecklich aus. Da sieht er normal aus, finde ich. Aber da... Ich könnte jetzt... Glaubst du, ich könnte... Welche Variante will ich haben? Do you think you could let me have this bucket? No, Please? no, Pretty please? no, Pretty please? Das ist so No. blöd. Pretty please with sugar on top? no, Pretty please with sugar and a cherry? no. Dem wird tatsächlich irgendwann langweilig, aber jetzt I didn't want that old bucket anyway. gucken wir mal. Kann ich noch wechseln? Hey, leave that alone. Weil ich könnte jetzt mehrmals immer wieder bitte, 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 bitte. Und wenn der Bildschirm irgendwann so voll ist, dann geht's. Oder... Sorry, is this your bucket? Well, No. So you won't mind if I take it? I guess not. Flop, wir haben den Eimer. So, jetzt reden wir noch mit den Männern ohne Moral. Wake up! What is it? Der Dicke redet, glaube ich, nie. Remember me? I'm Guybrush. Blick. We know you. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? What are you guys doing up there? Mach mal die beste. We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. What does this have to do with performing? Wir fragen einfach mal I'm getting weiter. to that. The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. But what does this have to do with performing? We're getting to that. We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats Glass We Bottom wanted to take Boats. passengers on sightseeing. Nette Sache. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop. I don't see what this has to do with performing. We're getting to that. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. Das By klingt the nach time we Stan. noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. Oh mein Gott. Ich weiß... Meine Fresse ist das gut. Wir sind ganz am Anfang vom Spiel. Das darf ich nicht vergessen, darauf hinzuweisen. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players.
So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right, right. Netter Versuch. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're Haha. really up here because... well... we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Terraformophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like... orcophobia. Sounds more like workophobia to me. Say what you will, we're not coming down. Verdammt. So, jetzt fahren wir mal... To your leg. It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. See you later. We can scarcely contain our anticipation. So, wir fragen nicht nach der Ratte, weil nach der wollen wir nicht fragen, mit der haben wir andere Dinge vor. Wir gehen mal zum Zimmermann, tatsächlich. Ein paar Dinge geben jetzt noch nicht so viel Sinn, die ich mache, aber hey. Reden. Yeah? Could I buy some wood polish? That's 1 piece of 8. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, da ist ein Hammer. What do you think you're doing? It's not a toy. Verdammt. Dann gehen wir mal das Holzbein polieren. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. So, das könnte man jetzt so oft machen, bis man das Geld hat, was man braucht im Spiel. Oder man nimmt den anderen Weg, vertreibt den Koch. Dazu kann man hier in das Fenster einsteigen. Das habe ich mir bis zum Ende aufgehoben, weil ich diese Animation so sehen will. Bleibt hängen und pufft's. So, wir haben einen ganz verrückten Koch. Der kreativ Kartoffeln schält und in die Suppe wirft. Vichy-Sauce. Aber wir nehmen mal das Messer hier mit. Und wir reden mal mit dem Koch. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Franzose. Und beim Rausklettern. Blick. So. Beim ersten Mal gibt es da auch eine blöde Animation. Warum auch nicht? Okay, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein paar Dinge. Okay, ich brauche noch ein paar Dinge. Aber jetzt machen wir erstmal hier. Mit dem Messer können wir hier ein Seil durchschneiden. Hey, how'd old Pegbiter get loose? I'd better go catch him before he catches somebody else. So, Vorteil ist, wir können aus der Schüssel Cheese squigglies. One of my favorites. Käsereste nehmen und die Tür jetzt öffnen. Ne, wir schauen mal ins Gästebuch erst. Only one guest. Öffnen. So, blöderweise bringt uns das auch noch nichts. Aber sieht grässlich aus da drin. Es bringt uns schon was. Wir könnten jetzt schon viele Gegenstände mitnehmen für später. Aber ich will es erst machen, wenn ich weiß, warum. Also, dass ich den Eimer schon mitgenommen habe, war schon zu viel. Was haben wir denn gerade? Das Monokel war zu viel, der Eimer war zu viel, die Käse... Ja, es war eigentlich alles zu viel. Eigentlich hätte ich noch nichts gebraucht. So, wir gehen zum Weg. Und wir nehmen ganz nebenbei, biegen wir nochmal ab und nehmen hier ein wichtiges Item mit.
Und das war's schon. Wir nehmen einen Stock mit. So, dann laufen wir mal zum Sumpf. Warum fahren wir? Ich weiß nicht. Wir laufen mal zum Sumpf. So, und wenn wir jetzt schon einen Eimer haben, dann nehmen wir doch mal einen Eimer Sumpf mit. Bucket of mud. And it's mine. All mine. I got a jar of dirt. International House of Mojo. So, wenn wir jetzt den Sack hier benutzen, haben wir plötzlich ein Schiff. Boot. Und beim allerersten Mal, als ich Monkey Island gespielt habe, Monkey Island 2, da war ich ein Stöpsel von, ich weiß nicht, 14 Jahren oder so, 13, noch jünger. Da wusste ich nicht, dass man da nach rechts schwimmen kann. Ich bin im ersten Bildschirm rumgeschwommen, wusste nicht, dass es nach rechts geht. So, hier ist eine Hütte. Da kann man auch hinschwimmen. Und dann fährt es hoch. Und dann, da ist er. Da gibt es den Faden. Well, just take a little. Und dann gibt's Gläser. Spider lungs. Und Flaschen. They're unlabeled. Fruit cocktail in heavy syrup. Bat wax. Ich suche einen. Golden tongue, the 5-day treatment plan that helps you talk to women. Tender touch pirate powder prevents stump chafing and eye patch rash. They're unlabeled. Eau de Mojo, the mystical aroma of voodoo captured in a delightful potpourri. Skink toes. Ash to life. Das the will ich. uncremating cream. Hey, that's just a display model. Oh, wer spricht denn da? Gleich mal hinlaufen. Guybrush Threepwood. It's been a long time since you last came to see me. So, interessanterweise, man muss in Monkey Island 1 nicht mit der Voodoo-Priesterin gesprochen haben. Ich glaube, ich habe es bei Monkey Island 1 erwähnt. Man muss nicht mit dieser Dame reden. Aber der zweite Teil geht davon aus, dass man mit ihr geredet hat. Do I know you from somewhere? We often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo antiroot and how to turn it into the powerful, ghost-dissolving potion you needed. Eigentlich nicht. Oh, yeah, now I remember. Wie läuft das Geschäft? Very good. Many hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of 8. Although Largo took most of them. Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Oh mein Gott, rechte Hand von LeChuck. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Ach nö, bitte nicht. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them for me. What kind of ingredients do you need for the doll? Are you willing to help me make one? Maybe. wenn wir wissen, was man braucht. Some personal artifacts of the victim. One from each of the 4 basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing. Okay. And a lock of hair will do for the head. Okay. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives, you must acquire some remnant of a corpse. Das ist Here, blöd. Take the shopping list. Thanks. Now go. Voodoo. Also, ich muss sagen, Head, Thread, Body sind Sachen, die sind relativ leicht machbar. Wenn man weiß, dass Largo in dem Hotelzimmer wohnt, in dem er wohnt, dann ist es ganz leicht machbar. Aber ich finde, die Knochen seiner Vorfahren finde ich ein bisschen krass. So, und wir holen jetzt noch schnell wir machen mehrere Sachen noch auf einmal. Das ist blöd, ich bräuchte eine Checkliste, weil man die Rätsel halt in ein bisschen beliebiger Reihenfolge machen kann und ich die gerade für die Zusammenhänge ein bisschen anders mache als normal. So. Wir machen mal hier diese Box auf. Jetzt
benutzen wir den Stock mit der Schachtel. Dann benutzen wir den Faden mit dem Stock. Dann benutzen wir die Käsereste mit der Schachtel. Dann gehen wir weg. Lassen die Ratte davor laufen. Dann geht sie an die Box. Und jetzt ziehen wir den Faden. Und wenn wir jetzt die Schachtel öffnen, können wir die Ratte mitnehmen. So leicht findet man eine Ratte. Und jetzt gehen wir noch mal... Ja, wir machen jetzt noch diese Kombination hier fertig. Dann weiß ich das nächste Mal hoffentlich, wo wir waren. So, wie vertreibt man einen Koch? Wir sind ganz böse. Good thing this is a cold soup. Vichy-Soße mit Ratte. Jetzt gehen wir zur Bar vorne rein. Reden mit dem Barkeeper. Nee, machen was anderes. Great recipes from the International House of Mojo. Page 139. Aunt Helen's special voodoo doll. Das wollte ich eigentlich überspringen. Naja, klar. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. So. Wir benutzen mal das Papier, um die Spucke mitzunehmen, weil die Spucke ist ja offensichtlich something from the body. Und jetzt reden wir noch mit dem Barkeeper. Excuse me. Yeah, boy? Wie ist dein Topf? How's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special vichyssoise. Vichyssoise. See how he's doing. How's the vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? Oh, I think I will. Oh my God! Ratte. What kind of demented recipe book are you using? You're fired. But, sir... Out! Get out of my sight! Und tschüss, du Koch. This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life. Look at all the hair. And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Well, here's your soup. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Warum nicht? Wir wissen ja, I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Woche Now go im strap on that Voraus. apron and get to work. Okie dokie. So, blöderweise hat Guybrush keine Ahnung, wie man kocht. Deswegen gehen wir aus dem Fenster und... Ja, nee, jetzt machen wir das nächste Mal. Wir speichern ab. Flup, flup. Teil 2, Teil 4. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe. Egal. So, wir haben bisher 14% erreicht. Ja, das ist in Ordnung. Ja, dann, ich beende den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Wow, vor 6 Jahren habe ich das gespielt. 6 Jahre ist das jetzt her. Krass. Einen schönen Abend noch und tschüss.